Hallo ihr Lieben, willkommen bei uns im Garten Gemüsekiosk. Wir werden heute zusammen im Garten ernten. Vor allen Dingen werfen wir einen Blick auf unsere 4 Paprikasorten. Wir haben schon eine Menge davon geerntet, aber wir gehen jetzt nochmal durch, ernten nochmal nach, besprechen die Sorten und auch, was wir damit machen. Ich wünsche euch viel Spaß. Hallo, guck mal. Guck mal, das sind Klapperkisten. Seht ihr? Super. Wir sind jetzt bei unserem großen Tunnel und da haben wir eine Sorte Paprika angebaut, die Pantos. Wir haben auch schon eine große Ernterunde durch, der Backofen lief, wir haben geschnibbelt, eingefroren, erzähle ich nachher noch was dazu. Jetzt wollen wir noch mal eine zweite Runde ernten, ihr seid dabei und dann schauen wir uns diese schöne Spitzpaprika jetzt zusammen auch mal an. So viele schöne. Schaut mal, das ist ein Exemplar, aber viele sehen so aus. Das ist unsere Pantos, also eine Spitzpaprika, sehr groß, sehr knackig, wunderbar. Die ist vom Anbau her geeigneter eher für einen Tunnel, beispielsweise Gewächshaus. Die braucht ein bisschen länger, also hier ist der Erntezeitpunkt ein bisschen später im Vergleich zu anderen. Einmal eine wunderbare Frucht, schaut euch das mal an. Die kann man auch so wegsnacken, ich bin sehr begeistert. Wir werden jetzt zusammen die roten Früchte, die reifen Früchte und die vollreifen Früchte abernten. Und die grünen lassen wir noch hängen, denn wir wissen ja, eine Paprika ist erst grün und kommt dann hinter in der Reife zu ihrer Farbe, zum Beispiel rot oder orange. Und da es demnächst noch ein paar warme Tage geben sollte, werden wir noch ein bisschen hoffen, vielleicht wird da die ein oder andere grüne noch rot. Ansonsten wandern die auch in die Küche. Essbar sind grüne Paprika nämlich auch. Also los geht's an die Erntescheren. Mein Mann und ich werden jetzt die 2 Reihen hier der wunderbaren Paprika jetzt hier abernten. Diese wunderschöne Spitzpaprika begeistert mich echt jedes Mal wieder. Wir haben die zweite Ernterunde und es sind 3 Kisten, Gemüsekisten voll Paprika und da hängen noch einige. Also wirklich fantastisch. Wie wir die verarbeiten, Tipps, Ideen, das kommt am Ende vom Video, denn wir haben noch Sorten, die wir auch noch ernten wollen. Eine steht ein Stück weiter runter im Ackergarten, das ist die Freilandpaprika, ist auch eine Spitzpaprika, aber die wächst super im Freiland, auch gerade hier, wo es ein bisschen kühler ist. Die schauen wir uns als nächstes an und die werden wir auch zusammen beernten. Los geht's! Ja. So. Jetzt sind wir hier im Ackergarten. Wir haben hier die Freilandpaprika und es ist faszinierend. Ihr seht schon jede Menge rote Punkte und hier haben wir auch schon fleißig geerntet, denn
Ausgesät wird Paprika Februar, März um den Dreh. Nach den Eisheiligen können die Pflanzen dann auch raus. Und im August haben wir schon ordentlich geerntet. Und das ist auch eine Spitzpaprika, aber die eignet sich prima hier eben auch fürs Freiland. Die schmeckt richtig köstlich. Also wenn ihr bei euch im Garten bisher keine Paprika angebaut habt, weil ihr vielleicht kein Gewächshaus habt oder weil ihr denkt, das klappt sowieso nicht, dann versucht auf jeden Fall mal die. Ich verlinke euch die Sorten auch im Blogbeitrag nochmal ausführlich, dann findet ihr das auch auf jeden Fall. Wir werden jetzt hier durchgehen und diese wunderbaren spitzen roten Paprika aus dem Freiland ernten. Ich finde es einfach mega faszinierend. Früher habe ich das gar nicht geglaubt, dass man Paprika hierzulande anbauen kann. Aber gewusst wie und mit den richtigen Sorten angepasst geht so einiges. Ihr seht es ja. Mit dieser Paprika im Freiland sind wir sehr zufrieden. Das ist der zweite Erntedurchgang und auch hier sind es 3 Kisten geworden. Und tatsächlich hängt auch noch einiges dran. Also wir werden jetzt noch vielleicht auch 2 Wochen warten, je nachdem wie das Wetter ist. Da werden viele von den Rot-Grünen auch noch rot und vielleicht ein paar Grüne auch noch ein bisschen rot. Da hängt noch einiges dran. Das Wetter spielt uns hoffentlich in die Karten. Ihr seht, jetzt sind Eisenstäbe drin. Und beim letzten Mal, als wir darüber gesprochen haben, hatte ich euch ja den Tipp gesagt, es macht Sinn, gerade im Freiland oder eben auch im Kübel, 2 Pflanzen direkt nah beieinander zu pflanzen, die stützen sich. Das tun sie auch und auch der Ertrag ist höher. Aber als die Sommerstürme kamen, Gewitter und Co., da wurde das dann doch ein bisschen zu windig, zu wuselig. Da haben wir Stangen reingesetzt und sie angebunden, fixiert, damit sie gut weiter wachsen können und eben nicht abbrechen. Das hat sich auch gelohnt. Sie sind schön weitergewachsen und ich meine, die Ernte kann sich ja wirklich sehen lassen. Also eine prima Geschichte. Das war die zweite Sorte jetzt. Wir gehen weiter und ernten jetzt die dritte Sorte. Die dritte Sorte, da sind die Früchte etwas kleiner, auch nicht mehr im Freiland. Wir gehen in den Geodom und die Farbe ändert sich auch, aber schaut selbst. Flupp. Mit den Kisten haben wir uns ein bisschen verkalkuliert. Ich habe jetzt noch mal 2 geholt. Hier im Geodom haben wir jetzt auch die zweite Ernterunde schon. Und zwar ist es eine Snack-Paprika, also eine kleinere und orange, bei Kindern super beliebt. Und wenn die Erwachsenen Glück haben, bekommen sie auch noch was ab. Die werden wir gleich zusammen ernten. Wir haben aber noch eine Sorte, eine neue Sorte. Und zwar hier in unserem Bio-Saatgut-Kalender für 2025, also fürs nächste Jahr, wo wir mal 12 Saaten drin haben. Im Februar ist eine gute Aussaatzeit, um die Bratpaprika, die Pimientos auszusehen. Das Saatgut ist auch natürlich wie gewohnt hinten drin. Und neu dabei sind jetzt auf der Rückseite immer die Rezeptvorschläge. Und ich selber habe eine ganz tolle Erinnerung. Als ich 16 war ich in Spanien, in Nordspanien mit Originalspaniern und durfte die Pimientos dort essen. Und obwohl ich vorher nie grüne Paprika mochte, es schmeckt einfach köstlich. Und deswegen bleibt das in guter Erinnerung. Und das Rezept teile ich mit euch auch hier in dem Bio-Saatgut-Kalender. Also, die findet ihr bei uns im Kalender. Die Links sind wie immer alle im Blogbeitrag. Für uns geht es jetzt weiter. Mein Mann und ich werden weiter ernten. Und zwar jetzt unsere Snack-Paprika.
Unsere Snack-Paprika ist jetzt nicht so viel in der Ernte, hier könnte man meinen, aber es ist auch gerade mal ein Drittel der Pflanzen, wie sie eben hier standen. Von daher ist es okay, zweiter Durchlauf. Es hängen noch ein paar dran und die Pflanzen sind auch nicht so groß. Von daher eignen sie sich auch perfekt für Balkon, Terrasse, für den Kübel. Und gerade wenn man Kinder hat und man Paprika selber anbauen möchte, dann ist es wirklich die perfekte Sorte, die perfekte Paprika dazu. Die schmeckt nämlich toll. Und ist auch, ja, liegt eben auch gut in der Hand. Das Saatgut dazu, wenn es genug sein wird, wird es regulär bei uns im Sortiment dann geben. Wenn es weniger ist, dann wird es eine Sonderaktion sein. Das heißt, bei uns unter der Rubrik mit dem Sternchen, habt ihr vielleicht schon mal gesehen, wenn ihr das nicht verpassen möchtet, dann tragt euch einfach für unseren kostenlosen Newsletter ein. Da bekommt ihr als erster mit, wenn es Knoblauch oder eben Snack-Paprika-Saatgut oder solche Besonderheiten gibt. Und regelmäßig kommt dann auch Informationen zur Saison. Passend die entsprechenden Videos von uns haben wir dann schon mal rausgesucht. Eigentlich immer Tipps dabei und meistens sind auch noch ein paar kostenlose Goodies dabei. Also tragt euch gerne ein. Wir werden als nächstes weiterziehen. Es geht wieder in ein Gewächshaus. Die 4. Sorte Paprika ist angesagt. Das ist ich verrate es nochmal nicht, es ist für alle, die es gern etwas schärfer mögen. Also wandern wir rüber. Hier ist es so schön muckelig warm im Gewächshaus, im Lichtraum. Hier haben wir auf dieser Seite, das ist die Südseite, wie so eine Terrasse, auch Paprika angebaut. Das ist der Gewürzpaprika. Also ihr seht schon, die Pflanzen sind alle etwas kleiner und kompakter. Die sind perfekt auch für Kübel, für Terrasse und Balkon. Und wer es ein bisschen schärfer mag, aber nicht unbedingt mit den ganz scharfen Chilis auf sich nehmen möchte, der ist mit dem türkischen Gewürzpaprika wirklich richtig gut beraten. Also das ist eine schöne Größe, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Ich erzähle am Ende noch, wie wir den gerne zubereiten oder haltbar machen eben. Hier haben wir jeweils immer einzelne Pflanzen stehen, aber die haben wir jetzt, also das ist jetzt die 3. Ernte. Das wird vielleicht ein halbes Körbchen. Und wir haben Mitte August, dann haben wir nochmal Anfang September und jetzt eben auch Anfang Oktober nochmal eine schöne Ernterunde hier durch. Also ich bin ganz begeistert davon. Wir werden das jetzt zusammen machen, mein Mann und ich, und mal gucken, wie viel diesmal im Körbchen landet. Der Gewürzpaprika ist jetzt hier in der 3. Runde abgeerntet. Es sind noch welche dran. Auch hier werden wir noch warten, was da noch nachreift. Das ist nicht alles, was wir an Paprikasorten jetzt hier im Garten Gemüsekiosk haben, aber wir haben schon viel abgeerntet. Blockpaprika, orangene Paprika, Jalapenos, Chilis, also alles Mögliche. Da haben wir schon viel abgeerntet. Wenn ich jetzt hier schaue auf den Gewürzpaprika, ein Gläschen wird das noch geben, wir werden das trocknen und bestes Saatgut für euch ist auch dabei. Wir gehen jetzt zusammen nochmal an den Tisch, schauen uns die Paprikafrüchte nochmal an und sprechen mal über die Weiterverarbeitung. Schaut mal, jetzt haben wir hier jede Menge Paprikafrüchte, kistenweise. Was ein Glück. Wichtig ist jetzt, wenn ich so viel ernte, muss ich die Zubereitung, die Verarbeitung natürlich auch planen. Denn so wie wir sie jetzt geerntet haben, 3, 4, vielleicht 5 Tage, wenn wir sie kühl und dunkel lagern, halten die sich aber länger nicht. Heißt, wir müssen mit der Zubereitung schon vorher geplant haben. Wichtig vorab ist jetzt aber das Thema Saatgut. Wenn ihr Saatgut auch von euren Früchten entnehmen möchtet, erstens sollten sie wirklich vollreif sein. Und wenn ihr das für euch dann auch weiterverwenden möchtet, dann sollten die Früchte auch dem Zuchtziel entsprechen, also so, wie ihr euch die Sorte auch vorgestellt habt. Wir machen das auch so, bei uns kommen nur die vollreifen, schönen, ja, in die Saatgutvermehrung. Alles, was zu klein ist, unförmig oder zum Beispiel auch gar nicht reif ist hier,
Das könnte man privat vielleicht noch so machen, aber wenn ich das jetzt verkaufen möchte, dann gibt es wirklich nur die beste Qualität. Das funktioniert wahrscheinlich auch, aber gesetzlich muss ich mindestens 75% Keimquote haben. Wir haben in der Regel wesentlich mehr, kommt vielleicht dann auch eben von dem Anspruch, dass wir wirklich gute Qualität haben möchten. Also ihr seht, wir haben jetzt einige Zeit vor uns, wo wir das beste Saatgut entnehmen, entsprechend auch verarbeiten, sichern, reinigen und so weiter und ganz, ganz viel Fruchtfleisch, was es jetzt zu verarbeiten gilt. Unseren Gewürzpaprika, hatte ich vorhin ja schon erzählt, haben wir schon mehrmals beerntet. Und hier als Beispiel, so sieht das getrocknete Pulver dann aus. Also wir nehmen die Hälften von den Früchten ohne Saatgut, dann kommt das Ganze in den Trockner. Und wenn es dann richtig rascheltrocken ist, dann kommt es in den Mixer oder was man eben zu Hause hat an Küchenmaschine, an Hilfe. Und dann können wir das Pulver zum Beispiel in so Schraubgläser geben und dann hält sich das eine ganze Weile. Mein Mann, der isst ja ganz gerne scharf und der verwendet das sehr gerne zum Essen. Ich esse es sogar auch in kleinen Mengen, also eine richtig schöne Geschichte oder eben auch eine tolle Geschichte, wenn man schon jetzt an Weihnachten denkt, ist natürlich auch ein super tolles Geschenk, wenn man aus seinem eigenen Garten Schätze weitergeben kann. Alternativ dazu kann man natürlich aber auch die ganzen Früchte direkt frisch im Essen verwenden. Wenn man also sonst vielleicht eine Chili nehmen würde oder einen Teil davon, dann kann man entsprechend auch den Gewürzpaprika frisch reingeben. Der Snackpaprika, hier jetzt in Orange, da sagt es der Name ja eigentlich schon, ist für den direkten Verzehr perfekt geeignet. Also zum Snacken, wenn ich bei der Gartenarbeit bin zwischendurch oder vor allen Dingen für die Kinder in den Pausenbrotdosen oder wenn man das zur Arbeit mitnehmen möchte. Man kann aber natürlich auch noch weiter damit arbeiten. Ich habe gerade eben aus unserem Erntesalon noch ein Glas rausgeholt. Ich habe nicht immer super schöne Etiketten, manchmal muss es auch einfach ein weißer Stift tun. Ich habe jetzt hier eine Tomatensoße von gelbem Paprika und eben auch gelben Tomaten. Das ist eine ganz schöne Geschichte. Da kann man verschiedene Wege gehen. Ich habe jetzt die Tomaten immer eingekocht, also erst in den Sieb rein, dass das Wasser rausgeht, dann die Tomatenfrüchte immer weiter im großen Bräter bzw. großen Topf langsam köcheln lassen, damit die immer weiter reduziert. Und dann habe ich eben auch geschnittene Paprikastücke dazu gegeben in die Soße. Kann man hinterher mixen oder kleiner machen oder stückig lassen, wie man das eben gerne hat. Und dann habe ich noch ein bisschen Zitronensaft und Salz dazu gegeben und das Ganze hinterher in den Veckomaten, also eingekocht. Das funktioniert auch gut, gerade wenn wir, wie wir jetzt hier, so viele Paprikafrüchte zum Verarbeiten haben. Eine weitere Möglichkeit, Paprikafrüchte haltbar zu machen, bei uns sehr beliebt, ist das Einfrieren. Dafür machen wir sie sauber, putzen das Saatgut aus und nehmen die Paprikafrüchte und dann kommen die einfach durch die Küchenmaschine und werden in Streifen geschnitten. Das geht mit der Kenny, also mit einer Küchenmaschine eben sehr, sehr, sehr schnell. Und dann kann ich die in Beuteln beispielsweise vakuumiert prima einfrieren, portionsgerecht und habe dann den Winter über für verschiedene Gemüsepfannen oder was ich eben machen möchte, eigenen Paprika da. Ich finde es einfach total genial. Hat meine Mutter früher schon gemacht, allerdings dann mit Saisonfrüchten, jetzt also gekauft und jetzt kommen sie seit vielen Jahren jetzt aus dem eigenen Garten größtenteils. Das kann man gut machen, hier auch mit der Freiland-Paprika. Die eignet sich auch super dafür. Es gibt aber noch eine Möglichkeit, es gibt noch mehrere Möglichkeiten und vielleicht hast du ein Lieblingsrezept, was du mit Paprika machst, dann schreib mir das gerne in die Kommentare unter dem Video, das würde mich auch freuen. Da gab es damals auch mal einen Rezepttipp von der Alexandra, von der Auswanderer-Doku vor vielen Jahren. Da haben wir die Lutenica kennengelernt. Also wenn ihr Zeit habt, Paprikafrüchte, Auberginen und Tomaten gleichzeitig, dann schaut euch gerne das Video an. Es schmeckt köstlich, unglaublich köstlich, ist aber auch sehr aufwendig. Das Video findet ihr auch im Blogbeitrag verlinkt und liebe Grüße auch an die Alexandra. Eine weitere Möglichkeit, um zum Beispiel auch so größere Früchte hier haltbar zu machen, ist eine ganz schicke Geschichte, wenn ich sie im Backofen röste. Also da nehme ich mir auch wieder die Paprika, putze sie, nehme das Saatgut raus, wasche sie vorher natürlich klar, wenn sie ein bisschen dreckig ist und dann kommt sie aufs Backblech. Also ganz viele Hälften mit der geschlossenen Seite nach oben, ein bisschen Öl, ein bisschen Salz, dann werden die schön geröstet, sodass sie wirklich fast schwarz oben drauf sind und dann kann man anschließend die Haut sehr leicht abziehen und dann hat man die Filetstücke. Also gerade für Paprikasorten, wo mehr Fruchtfleisch dran ist, lohnt sich das prima. Die kann man dann anschließend zum Beispiel einfrieren oder direkt in einen Salat mit warmen Zwiebeln oder was man eben gerne mag zubereiten oder weiter in einer Tomaten- oder in einer Gemüsesoße weiterverwenden. Da gibt es also ganz viele Möglichkeiten. Ich bin sehr gespannt auf die Kommentare von euch unter diesem Video. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, dann freuen wir uns wie immer über einen Daumen nach oben und ja, euer Feedback. Das ist immer richtig schön zu lesen. Vielen Dank dafür. Wenn ihr bei euch jetzt plant, oh, nächstes Jahr baue ich auf jeden Fall mehr oder immerhin mindestens mal Paprika an. Es geht auch super auf dem Balkon, auf der Terrasse, im Garten. Ihr seht ja, mit den verschiedenen Sorten können wir auch verschiedene Standorte bespielen. Videos dazu findet ihr
hier in der Playlist. Da ist auch ganz viel Videomaterial dabei, eben auch wie ich Paprika anbauen kann. Und wenn ihr mehr über unseren Bio-Saatgutkalender erfahren möchtet, wo ich vorhin von den Pimientos, also dem Bratpaprika gesprochen habe, hier ist ein Video, wo wir den detailliert vorstellen. Also macht eure Gärten bunt, denkt mal über Paprika nach und bis zum nächsten Mal. Eure Jen.